Hallo meine Lieben, heute werden wir wie versprochen die ersten 3 Projekte mit der Silhouette Portrait 3 und der Basisfunktionalität vom Silhouette Studio machen. Da werden wir als allererstes mit der Vinylfolie arbeiten, dann machen wir ein Projekt, wo wir mit Flexfolie arbeiten und dann machen wir eben das dritte Projekt und das ist dann mit Bastelkarton und da werde ich euch auch gleich die Print-and-Cut-Funktion zeigen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für das erste Projekt, die Vinylfolie, da habe ich so ein kleines schwarzes Buch, was so ein bisschen öde aussieht, ne? Und da habe ich ganz einfach meine ganzen Notizen drin, was ich mit welcher Maschine wie schneiden muss, für die Heatpress, für Sublimationspressen, dass ich da wirklich die richtigen Angaben jeweils habe und das nicht im Kopf behalten muss. Und das wollen wir ein bisschen aufhübschen, dass hier vorne drauf ein Sticker drauf ist. Das ist das eine Projekt. Das andere habe ich hier so einen Turnbeutel aus Leinen und da werde ich mit schwarzer Flexfolie was draufpressen. Das ist ein Projekt und dann habe ich hier aus Kraftkarton, das ist so ein blanker Karton. Und was ich sehr gerne mache, ich verwende den für Geschenkboxen, aber ich bedrucke den meistens. Und da habe ich immer genau das Designpapier, was mir gefällt. Und hier das mit diesem Blumenmuster finde ich schon sehr cool. Und das Ganze wird auch ein Sichtfenster haben und deshalb habe ich hier noch eine Plastikfolie. Da könnt ihr natürlich auch Zellophan nehmen, das geht auch. Oder das Fenster gar nicht hinterlegen. Und dann werde ich mit dem Kraftpapier einen Print-and-Cut machen für das Label und das dann auch noch auf Kreise draufkleben, die ich aus weißem 200 Gramm Bastelpapier oder Druckpapier, je nachdem für was ihr es verwendet, ne? Das ist einfach ein 200 Gramm Papier. Da werde ich Kreise ausschneiden und die fürs Label verwenden. Das ist die Idee. Zuerst starten wir auch gleich mit den Designs, damit wir da dann auch ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ich habe das Silhouette Studio schon geöffnet und habe hier einen leeren Folder. Und wie gesagt, ich werde mich zuerst kurz um das Design kümmern. Ich mache hier nur kurz 2 neue Folder, damit ich auch dann 3 Projekte habe. Dann gehen wir hier auf den Store. Ich habe mir schon ein paar Designs mit dem Herz als Favorit markiert und ich will hier einerseits, das ist der Spruch, den ich gerne auf dem Notizbüchlein haben möchte. Crafting is cheaper than therapy, das heißt, das ist 1. Dann für den Turnbeutel möchte ich dieses Be Kind, das wird lustig zum Entgittern, aber ich finde das Design extrem cool, deshalb machen wir das trotzdem. Und dann will ich diese Box hier und dann machen wir ein Label und dann nehme ich dieses Wishing You a Happy Birthday, wo ich einen Print-and-Cut machen werde. Das heißt, ich gehe hier auf den Einkaufswagen, klicke drauf, klicke drauf, klicke drauf und klicke drauf. So, jetzt kann ich zu meinem Einkaufswagen gehen. Und ihr hattet im letzten Video gesehen, dass ich diese $25 hatte, die ich quasi als Gutschrift bekommen habe. Und jetzt sehen wir hier auch der Preis. Das sind alles SVG-Dateien, Commercial License und die Designnummern. Dann sagt es mir, das ist das Subtotal und dann kann ich sagen Checkout. Muss ich mein Passwort eingeben und dann sagt es mir, die Dateien wurden in die Bibliothek hinzugefügt. Gucken wir hier an, hier Bibliothek, jüngste Downloads, jetzt werden die heruntergeladen und wir starten hier mit dem ersten, da gehe ich einfach drauf und mache Doppelklick. So, dann habe ich meinen ersten Folder mit diesem Motiv hier. Dann kann ich hier mein Design nehmen und das in die Größe bringen, die ich haben möchte. Und zwar will ich da ungefähr 65 mm. Zoomen wir kurz noch ein bisschen rein.
damit ihr auch seht, was ich hier mache. Jetzt will ich das Ganze nicht nur so haben, sondern ich hätte da gerne auch noch ein Offset. Dann gehe ich hier auf den Offset Panel, sage Offset und dann könnte ich hier die Größe noch ein bisschen anpassen, aber ich denke, das passt eigentlich ziemlich gut. Kann ich sagen, hinzufügen. Und jetzt seht ihr, dass beim weißen Teil hier es immer noch solche Zwischenteile hat. Da gehe ich auf den Radiergummi, mache den ein kleines bisschen kleiner. Dann mache ich hier Kontur. Und so kann ich diese Einzelteile, die ich nicht brauche, ganz einfach kurz löschen. So schnell geht das. So, dann haben wir genau diese beiden Teile. Und insgesamt darf das Ganze ruhig von der Breite her 65 mm sein. So, dann werde ich zuerst kurz den weißen Bereich ausschneiden. Was hilft, wenn ihr auf der Matte anzeigt, wo Schneiderand und Druckrand, wenn das jeweils aktiviert ist. Weil dann weiß ich jetzt den Schneiderand und kann das hier so drauf geben, dass das innerhalb des Schneiderandes ist, und machen wir auch gleich das Raster drauf. Dann sehe ich, wie groß mein Element sein muss zum Schneiden. Und weil das Ganze Vinylfolie ist, müssen wir das natürlich nicht spiegeln. Das heißt, ich kann hier schon mal die erste Folie ausschneiden. Da gehe ich auf Senden und dann wähle ich aus, was es ist. Suche hier mal nach Vinyl. Ich würde sagen, mein Vinyl ist ziemlich ähnlich zum Oracal 651. Dann nehmen wir mal das. Dann schneiden, automatische Klinge, und ich lasse hier einfach mal das, was es vorgegeben hat, und werde aber einen Testdruck machen, weil ich zum ersten Mal die Vinylfolie mit der Maschine ausschneide. Dann nehmen wir hier die Matte. Da lege ich einfach so einen Anschnitt drauf. Und hier habt ihr so 3 Markierungen und da guckt ihr einfach, dass ihr das schön da drauf packt. Dann auf das Einziehen und dann könnt ihr auf den Test klicken. Dann ist er auch schon fertig und ich kann es wieder rausnehmen. Dann kann ich das hier kurz angucken, was ihr beim Testdruck machen können müsstet. Es wird ein Viereck ausgeschnitten und dann ein Dreieck drinne. Und was möglich sein müsste, ist quasi, dass ihr dieses Viereck ablösen könnt. Das hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Das heißt, ich gehe hier beim Anpressdruck gehe ich hoch. Das heißt, es hat hier wunderbar funktioniert. Hat super geschnitten, ich konnte es wunderbar rauslösen, aber auch nicht durchgeschnitten. Sage ich hier Speichern als. Gebe den einen Namen, nämlich Frau B. Vinyl. Den Anpressdruck hatten wir auf 25 und bei einer 1 geschnitten. Und jetzt müsste ich, wenn ich da jetzt rausgehe und hier wieder zur Auswahl gehe, dann seht ihr, bei Vinyl habe ich hier jetzt Frau B. Vinyl mit dem 25er Anpressdruck, Geschwindigkeit 5, Durchgang 1 auf der 1 eingestellt. Wunderbar. Und dann weiß ich in Zukunft, die Vinylfolie, die ich verwende, kann ich wunderbar genau mit diesen Einstellungen schneiden. Und dann kann ich schon die Matte laden. Hier habe ich jetzt ein bisschen ein größeres Stück und das packe ich hier wieder drauf. Dann kann ich die Matte laden und dann senden sagen.
Dann schneide ich das jeweils kurz zurecht und gucke auch schon, ob das wirklich gut funktioniert hat. Jetzt immer so ein bisschen testen mit einem neuen Gerät. Aber ihr seht, das lässt sich wirklich super abziehen. Von dem her, richtige Einstellung, wunderbar, passt. Dann haben wir noch ein zweites Element. Dann kann ich hier das Weiße wieder rausschieben. Das hier nehmen, dann auch auf Schneiden. Das ist dasselbe Vinyl. Das heißt, ich behalte die Einstellung, mache auch keinen Testschnitt. Das passt. Und dann Senden klicken. Wenn er fertig ist, kann ich das entladen. Und das hat wirklich, also ich finde, der ist schon super schnell. Und was ich jetzt jeweils mache bei solchen Designs, weil es schon eher klein ist, ich gehe hin und löse erstmal einfach nur diese Innenteile raus. Und dann gehe ich hin und nehme das quasi schon auf die Übertragungsfolie. Dann versuche ich hinten vorsichtig die Abdeckung zu lösen. Und erst jetzt gehe ich hin und löse das, was ringsherum ist. Somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy. Funktioniert normalerweise eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich denke, ich habe hier meine Übertragungsfolie dann doch schon so ein bisschen zu oft verwendet, weil ich schmeiße die nicht nach einmal gebrauchen weg, sondern ich verwende hier die Folie wirklich mehrmals. Aber ihr seht, geschnitten hat die Maschine wirklich absolut hammermäßig. Also die ganzen filigranen Teile, super. Also da kann man nicht meckern. So, jetzt machen wir den Trick wie immer, dass ich hier ein Backpapier oder ein Backtrennpapier verwende. Dann sehe ich nämlich durch das Backtrennpapier durch, wo ich das platzieren muss. Dann mache ich das hier oben fest, hebe das wieder hoch. Dann nehme ich das Backtrennpapier raus und streiche das Ganze runter. So, dann sitzt es auch wunderbar hier drauf. Dann können wir hinten die Abdeckung von der weißen Folie runternehmen. Dann kann ich hier mein Büchlein nehmen. Wieder Backtrennpapier, damit ich das schön platzieren kann. Und dann kann ich gucken, wo ich das gerne haben möchte. Und so habe ich perfekt einen mega coolen Sticker auf meinem kleinen Notizbuch. Und ich finde den Spruch echt cool. Ne, basteln ist günstiger als in Therapie zu gehen, ne? Ist doch cool. Somit habe ich meinen ersten Sticker mit der Portrait 3 und dem Silhouette Studio gemacht und Resultat hammermäßig, funktioniert super. Und wir gehen rüber zum nächsten Projekt. Können wir zurück auf Design gehen. Pack das hier auch wieder richtig drauf, damit das im richtigen Ort sitzt. Und das werde ich auch speichern. So, das war das erste Projekt. Das zweite Projekt. Haben wir hier auch wieder das Raster an. Druckrand anzeigen, Schneiderand anzeigen. Und dann in der Bibliothek hole ich mir dieses Be Kind. Bei dem passe ich eigentlich gar nichts mehr groß an. Ich versuche hier die maximale Größe rauszuholen, was geht. Und da wir das Ganze aus Flexfolie ausschneiden, muss ich das natürlich spiegeln. Das heißt hier horizontal wenden. So, dann haben wir das auch schon und können auch schon auf Senden gehen.
Dann müssen wir hier natürlich auch das Material ändern und da scrolle ich hier mal so ein bisschen runter. Da kommt schon Wärmeübertragung. Ich versuche es mal hier mit dem Glatt, aber werde da zuerst natürlich auch kurz einen Testschnitt machen. Also packe ich auch hier wieder so einen kleinen Anschnitt drauf. Lade die Matte. Und dann klicke ich hier auf Test. Wenn er fertig ist, kann ich es wieder rausnehmen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Durchgeschnitten hat es nicht, das ist schon mal positiv. Jetzt müsste ich hier auch wieder das Viereck lösen können, ohne dass sich das Dreieck löst, was definitiv nicht der Fall ist. Das heißt, ich gehe auch hier mit dem Anpressdruck hoch, auch ein ganzes Stück, weil es nicht gut geschnitten hat. Nochmal testen. Und diesmal hat es auch einwandfrei funktioniert. Das heißt, jetzt für den richtigen Schnitt wähle ich hier mein VW HTV Flexfolie und den Rest kann ich so stehen lassen. Da habe ich mir ein Stück schwarze Vinylfolie oder Flexfolie zurechtgeschnitten. Glänzige Seite wie immer unten. Dann das schön hier auf die Matte drauf machen. Dann können wir die Matte auch schon laden. Und dann sage ich senden. Jetzt fragt er mich noch, ob ich spiegeln will, aber da ich das schon gespiegelt habe, kann ich sagen, einfach senden. So, das hat jetzt schon ein Momentchen gedauert, weil das doch ein sehr filigranes Design ist. So, und dann kann ich mich ans Entgittern machen. Es hilft, wenn ihr nebenbei den PC offen habt oder das Bild offen habt, damit ihr seht, welche Teile ihr entgittern müsst und welche nicht. So, das hat jetzt durchaus eine Weile gedauert, das Ganze zu entgittern. Ich habe mit dem Cricut Entgitterungstool gearbeitet, dann mit dem Stift, wo ich eine Nadel vorne rein gemacht habe. Ich mag das gerne für die so mittelgroßen Stücke, weil ich das einfach quasi an den Fingern tragen kann und so das Ganze immer wieder abstreifen. Aber für die ganz kleinen Teile mache ich dann trotzdem immer noch einen Kleber um den Finger ringsherum. So kann ich das am besten und am schnellsten eigentlich abstreifen. So, und jetzt können wir das Ganze auf die Tasche übertragen. Ich verwende heute zum Übertragen die Heatpress von Cricut. Ich habe die auch schon voreingestellt. Für meine Folie sind das 150 Grad für 30 Sekunden. Die ist auch schon aufgewärmt. Dann habe ich das Hitzekissen als Untergrund, dann die Tasche, mein Design und ein Stück Backtrennpapier. Einfach um den Stoff ein bisschen zu schonen. Dann versuche ich hier so ein bisschen die Mitte von dem Ganzen zu finden. Und dann gehe ich kurz 15 Sekunden einfach drauf, um da so ein bisschen die Restfeuchtigkeit rauszuholen und das auch schön zu glätten. Ja, dann können wir das Design platzieren. Das passt so für mich. Jetzt ist natürlich meine Heatpress, ich habe nur die mittlere, nicht die größte, von dem her ist die ein bisschen kleiner als das Design. Da gehe ich jetzt einfach oben einmal 30 Sekunden drauf und dann unten nochmal 30 Sekunden drauf. Dann wende ich das Ganze und gehe hinten auch an beiden Stellen nochmal 15 Sekunden drauf. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego.
Talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could. So, und schon ist das Design fertig. Ich weiß gar nicht, wie ich das euch hinhalten soll, aber na, ich liebe diese Blumen, wo ihr nur die Outlines habt. Ich finde diese Designs extrem cool. Von dem her ist es auch schon das zweite Projekt, nämlich ein Design aus Flexfolie, aus Plotten und das auf eine Tasche draufbringen. Gehen wir rüber zum dritten Projekt. So, dann können wir auch dieses Design speichern und dann kommen wir zum dritten Projekt. Da hole ich mir auch das Design aus der Bibliothek, und zwar ist es die Box. Die markiere ich jetzt kurz und drehe die, und wenn ihr die Shift-Taste haltet, dann rastet es auch schön ein. Was ich nicht brauche, ist dieses Herz hier oben, deshalb markiere ich kurz alles und hebe die Gruppierung auf, lösche dieses Herz, gehe ich einfach auf die Delete-Taste, dann markiere ich wieder alles und gruppiere das wieder. So. Und jetzt versuche ich natürlich den kompletten Platz, den ich habe, zu verwenden. Jetzt gehe ich bei der Seite kurz auf eine A4-Seite. So groß ist mein Blatt und ich werde das ja dann ohne Matte ausplotten. Von dem her muss ich eher aufs Papier gucken als auf die Matte. Ich denke, das sollte so funktionieren. Jetzt, was ich bei dem Design hier nicht haben will, ist dieses Herz. Deshalb gehe ich hier auf die Formen, nehme mir dieses Rechteck und mache hier anstatt des Herzes mache ich ein Quadrat. Wenn ihr die Shift-Taste haltet, ist das schön im Verhältnis. Und dann verschiebe ich hier dieses Quadrat kurz rüber. Dann dupliziere ich das hier kurz, Ctrl+C, Ctrl+V und platziere das hier wieder über diesem Herz quasi. Gucke einfach, dass das genug groß ist, damit das Herz quasi abgedeckt ist. Jetzt muss ich beim Design das kurz noch die Gruppierung aufheben, weil ich brauche nur den Karton, nicht die Linien, plus dann hier das Quadrat quasi. Die habe ich beide markiert und jetzt gehe ich auf das Modifizieren-Fenster und sage Verschweißen. Und dann sage ich dem hier, es soll in den Hintergrund. Dann sind nämlich die Linien auch wieder da. Was ich jetzt auch gleich mache, ist dieses Fenster aus dem Karton auszuschneiden. Also markiere ich wieder den Karton plus dieses Fenster. Ich halte die Shift-Taste und markiere dieses Fenster. Und dann sage ich hier Erstellen. So, dann markiere ich das wieder, gebe das wieder in den Hintergrund. Jetzt haben wir das Fenster ausgeschnitten, wir haben die ganzen Linien, wir haben die Form. Passe ich das aufs Fenster, die Größe aufs Fenster an und markiere mir wieder alles und gruppiere das wieder. So, und so habe ich meine Box mit dem Fenster. Das ist das eine, was ich ausplotten will. Jetzt mache ich noch kurz ein neues Projekt und gehe wieder in die Bibliothek und hole mir hier diesen Spruch. Und den will ich kleiner haben. Und da mache ich einen Kreis drumherum. Auch wieder eine Shift-Taste, damit das schön gleichmäßig ist. Upsi, nicht zu früh loslassen, sonst wird es wieder oval. Können wir das schön ausrichten. Und den dupliziere ich auch noch kurz und mache den ein kleines bisschen größer. Auch mit der Shift-Taste natürlich. Jetzt können wir das Ganze auch noch kurz ausrichten. Hier über das Ausrichten-Fenster sagen mittig.
Dann nehme ich den äußeren Rahmen und mache den kurz weg, weil den werde ich aus Weiß ausplotten. Und die anderen beiden Elemente markiere ich und gruppiere die. So, jetzt gehe ich kurz auf meine Seite, weil das wird ein Print-and-Cut. Da sage ich Passmarkierung ein und platziere das hier kurz hier oben. Perspektive. Ich mache es hier kurz in die Ecke und sage dann beim, wo haben wir das? Hier. Seite füllen. Der ist hinten jetzt ein bisschen wenig, ne? Machen wir da ein bisschen mehr. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working. So, dann passen alle auf diese Seite. Das sind 3, 6, 9, 12, 13, 14 Stück. Dann weiß ich dann, dass ich von dem auch 14 Stück brauche. Und das drucke ich jetzt auf das weiße 200 Gramm Papier. Das heißt, ich gehe hier auf Drucken, sage Drucken und wähle meinen Drucker aus und drucke das kurz aus. Natürlich gucken, dass da nicht irgendwie von der Größe eine Anpassung ist. Qualität gehe ich noch ein bisschen hoch. So, das passt. Und so drucke ich das kurz. So, ich habe das jetzt alles ausgedruckt. Hat super funktioniert und jetzt hat es eben auch diese Passmarken hier ausgedruckt. Und jetzt mache ich das so, dass ich hier kurz die Gruppierung wieder aufhebe. Und mit der Shift-Taste halte ich jetzt und markiere mir nur die Sprüche und gruppiere die. Und dann markiere ich alle Kreise, auch mit der Shift-Taste. Und gruppiere auch die. Weil jetzt kann ich ganz einfach, dass das geschrieben ist, kann ich rausnehmen. Dann habe ich nur noch die Kreise, kann auf Senden gehen. Und jetzt muss ich natürlich noch das Material auswählen. Dann nehme ich Fotokarton einfach und mache hier auch kurz noch einen Testschnitt, einfach um sicher zu gehen, dass es auch wirklich schneidet. Und jetzt kann ich mir das andere Blatt wieder auf die Matte legen. Das Ganze laden. Dann natürlich mein Material auswählen. Und senden. Und was er jetzt macht, ist, er sucht sich die Passmarken. Das heißt, er sucht die 3 Ecken mit den Passmarken ab. Weil hier drin ist ein Sensor, womit er das Ganze erkennen kann. Wenn er durch ist, könnt ihr die entladen. Und dann können wir das Ganze von der Matte nehmen. Hier mache ich es wirklich so, weil der Rest des Kartons geht weg. Kann ich den hier schön abziehen. Mit Betonung auf schön. Die Matte ist neu, die klebt schon wie Bolle. Das vielleicht trotzdem von der Rückseite. So, und ihr seht, wie einwandfrei das Ganze geschnitten hat. Ich habe hier wunderbar meine Taler und kann die jetzt ablösen. Mal gucken, wie es am einfachsten geht. Ja, einfach auf den Tisch legen, weil so verbiegt ihr die Matte und nicht eure Taler. Und so habe ich wunderbar schon 14 Taler, die ich jetzt verwenden kann als kleine Geschenklabels.
respektive da kommt noch was dazu, nämlich die Kreise, die größeren Kreise. Das heißt, ich nehme diese Gruppe hier, schiebe die rüber zu den Sprüchen, nehme diesen hier, weil der ist ja ein bisschen größer. Jetzt ist es kein Print and Cut mehr, sondern ganz normal eine A4-Seite. Und da gehe ich jetzt kurz auch wieder auf Füllen. Mal gucken, wie viele er diesmal macht. Ah, man müsste das Element markiert haben. So, Seite füllen. Jetzt haben wir 3, 6, 9, 12. Ich brauche 14. Versuche ich noch so ein bisschen zu schieben. Dieses Kraftpapier ist sogar noch ein bisschen stärker, von dem her mache ich da auch kurz noch ein paar Testschnitte oder einen Testschnitt hoffentlich. Ich muss mit einer 6 schneiden, an Pressdruck 15 und 2 Durchgänge. So speichere ich mir das. Und dann kann ich hier meinen Kraftkarton drauf machen. Dann wähle ich hier eben meinen neuen Kraftkarton aus. Jetzt hat er mir vorhin gesagt, die Einstellung, die ich hatte mit der 6 und 33er Druck, das wollte er nicht akzeptieren mit dem Autoblade irgendwie. Und deshalb habe ich ganz einfach den 200 Gramm Karton, die Einstellung, die ich vorhin genommen hatte für das weiße Papier, die habe ich genommen und einfach 2 Durchgänge, das hochgeschraubt auf 2 Durchgänge. Können wir mal gucken, ob das funktioniert hat. Nicht so richtig. Und deshalb sage ich dem jetzt einfach nochmal einen Durchgang. Dann gucken wir nochmal. Ja, und jetzt hat er es geschnitten. So, dann haben wir unsere Rückseite der Taler. Wir haben die Taler selber. Und jetzt haben wir ja noch eine Geschenkbox, ne? Hier habe ich meine Box. Da sage ich bei der Matte keine. A4 passt, Orientierung hoch passt. Gehen wir auf Senden. Und dann muss ich hier beim Material ein 200 Gramm Papier nehmen mit 3 Durchgängen. Und so wie ich das verstanden habe, können wir jetzt ganz einfach das Papier laden und dann sagen, senden. So, und jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert hat. Ihr fragt euch vielleicht, warum er das machen kann, ohne dass er eine Matte hat. Hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, hier hat es so eine Rinne und das Messer geht quasi da entlang und deshalb schneidet der dann auch nicht ins Plastik rein, sondern hat da so ein bisschen Spiel. So, das sieht nicht wirklich gut aus, aber wir versuchen es mal. Ich musste kurz mit der Schere ein bisschen nachhelfen, weil die Einstellungen bei mir noch nicht ganz so optimal sind. Aber eben guckt euch wirklich an, jedes Mal, wenn ihr ein Material neu verwendet, dass ihr da zuerst die Schneidestärke austestet, die ihr braucht. Dann könnt ihr hier das ganz einfach entlang den Perforierungslinien umlegen. Dann haben wir noch das Sichtfenster. Da habe ich ein Stück Plastikfolie in der Größe von diesem Viereck ausgeschnitten. Jetzt kann ich da ganz einfach doppelseitiges Klebeband drauf machen.
Folie schön mittig drauflegen. Einfach auf jeden Fall so, dass sie nicht über die Perforierungslinien drüber hinausgeht, weil sonst könnt ihr die Box nicht zusammen machen. So, dann haben wir hier wunderbar unser Sichtfenster. Und dann können wir das Ganze mit Flüssigkleber, ihr könnt weitermachen auch mit Doppelklebeband. Ich arbeite halt einfach gerne mit Flüssigkleber. Das ist hier diese Lasche. Sollte man eigentlich das ganz einfach hier runterlegen können und dann müsste das aufeinander passen. Weil der Plotter schneidet ja zum Glück wesentlich gerader, als wenn ich das jeweils von Hand bastle. So, und unten mache ich es jeweils so, dass die Vorderseite, das ist die letzte, die ich reinlege. Das heißt, ich lege zuerst die Seiten, dann das, dann und dann das. Ihr merkt auch, es sind 2 gerade und 2 sind angeschrägt. Von dem her passt das eigentlich fast am besten. Ich lege das jeweils einfach alles kurz aufeinander. Und gucke dann, dass die Box schön ausgerichtet ist und dann mache ich das hier mit dem Falzbein unten noch fest. So haben wir schon unsere Box und die habe ich ja die Falzlinie in die falsche Richtung gelegt. Die kommen natürlich nach vorne und nicht nach hinten. So, weil das kommt dann hier so zusammen. Dann kommt das drüber und von der anderen Seite auch eins drüber. Dann haben wir schon unsere kleine Box mit dem schönen Blumenmuster. Dann brauchen wir natürlich noch unser Label, weil dafür haben wir es ja gemacht. Das könnt ihr jetzt natürlich so machen, wie ihr das gerne wollt. Na, ob ihr da lieber einfach ein Loch noch durchmacht und das mit einem Band festmacht. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich mache das gerne so, dass ich die mit Dimensionals quasi, also so, dass das Sichtfenster natürlich nicht ganz verdeckt ist, aber schon so in die Ecke. Finde ich eigentlich extrem cool. Das heißt, ich brauche hier 3 Klebepunkte oder 3 Dimensionals. Und dann kann ich das hier schön oben in die Ecke reinmachen. So, und dann haben wir hier ganz witzig unsere kleine Box mit dem Label, was wir mit dem Print and Cut gemacht haben. Und eben Sichtfenster, wo man ein bisschen durchgucken kann, aber es, naja, ich finde es halt cool mit diesem Kreis vorne drauf, aber das macht ihr so, wie das für euch passt. Und dadurch, dass wir das Print and Cut auf eine ganze Seite gemacht haben, haben wir jetzt hier noch ganz viele von diesen Dingern, die wir für andere Projekte verwenden können. Finde ich ganz cool. Und das waren auch schon die Projekte für heute. Das heißt, wir haben hier einerseits mit Vinyl einen Sticker gemacht und da habe ich eben euch gezeigt, wie ihr die Sachen aus der Bibliothek holen könnt und hier auch, wie ihr ein Offset für sowas machen könnt und dann die Teile rauslösen, die ihr nicht braucht. Das war das eine und wie ihr das dann aufbringt. Dann hier ein Design mit einer Flexfolie, wo ihr das Ganze dann eben spiegelt, auch das aus der Bibliothek raus. Und dann die Geschenkbox, wo ihr einerseits das mit dem Print and Cut die Labels machen könnt und dann eben die Box auch aus der Bibliothek raus, wie ihr die dann auch ohne Schneidematte da Bastelkarton schneiden könnt. Und das waren schon die 3 Projekte, die ich euch heute mit der Portrait 3 und der Basisversion vom Silhouette Studio zeigen wollte. Nächstes Mal eben dann die Cameo 4, die ich euch zeigen will, plus dann auch ein Video, wo ich euch das Upgrade quasi zu einer höheren Version vom Silhouette Studio zeigen werde
und wie ihr da dann quasi die Kombination machen könnt, dass ihr mit dem Silhouette Studio arbeitet, aber dann zum Beispiel den Brother Plotter oder auch einer der Cricut Plotter verwenden könnt. Das heißt, da zeige ich euch dann, wie ihr quasi diese Kombi hinbekommt. Aber eben das nächstes Wochenende. Für heute war es das und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald! You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last.